Die ersten Reisewellen endeten in Stauungen bis zu 180 Kilometer Länge. Die Autobahn als Rastplatz. Bilder der Tagesschau vom vergangenen Wochenende. Stop and Go, im Süden wie im Norden. Dauerstau, Dauerstress für Hunderttausende. Nach den Beobachtungen der Polizei sind viele Unfälle dadurch verursacht worden, dass keine Sicherheitsabstände eingehalten wurden. Den Rat, neue Karten zu benutzen und wichtige Zwischenziele zu notieren, haben manche Urlauber nicht angenommen und sich deshalb verfranst. Alle Jahre wieder der gleiche Fehler. Start in die Ferien am Wochenende statt in der Wochenmitte. Die Polizei registrierte zahlreiche technische Mängel an den Fahrzeugen. Viele Wagen, vor allem ausländische Urlauber, waren überladen. Die Fahrer selbst mit den veränderten Fahreigenschaften nicht vertraut. Wie sich Anhaltewege nach starker Beladung ändern, beweist dieser Bremstest. Zur Reisewelle kam von oben die Wasserwelle. In den ersten regenreichen Ferienwochen und bei Sommergewittern sind die Gefahren von Wasserglätte unterschätzt worden. Sogar im Überholverbot wollten manche Gespannfahrer wissen, wer schneller ist. Die Polizei stellte solches Fehlverhalten sogar an Steigestrecken fest. Viele Autofahrer haben sich leider bei Verkehrsstauungen auf der Autobahn falsch verhalten. Wenn sich solche Blechlawinen gebildet haben, sollte jeder Kraftfahrer besonders umsichtig fahren. Leider wurden jedoch sowohl optische als auch akustische Warnungen wenig beachtet. Die Polizei hat den Reiseverkehr bislang aus der Luft ständig überwacht und vor allem an Verkehrsengpässen Umleitungsempfehlungen gegeben. Oft vergebens. Schneckentempo war die Strafe. Viele motorisierte Urlauber haben zwar den Verkehrswarnfunk eingeschaltet, um sich über die aktuelle Verkehrslage zu informieren, sind aber den Ratschlägen nicht immer gefolgt. Stau zwischen Düsseldorf-Benrath und Leverkusen. Die Polizei hat zahlreiche Kilometerfresser gestellt. Bei ihnen war Ermüdung die Ursache unkonzentrierter Fahrweise. Öfter Pausen machen. Spätestens nach 2 Stunden Fahrzeit. Durch Lockerungsübungen den Körper entspannen. Unnötige Stauungen entstehen an Unfallstellen durch Neugierige, die plötzlich langsam fahren, um die Unfallfolgen zu beobachten. Wer ein Stauende erkennt, sollte sofort das Tempo drosseln und Nachfolgende optisch warnen. In der Hauptreisezeit behindern fast 70 feste Baustellen den Reiseverkehr auf den Autobahnen. Auch in der Ferienzeit müssen an manchen Streckenabschnitten Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden. Auf die Einrichtung von Tagesbaustellen für Reinigungs- und Pflegearbeiten sollte man jedoch bei hohem Verkehrsaufkommen verzichten. Nach Unfällen rechts und links ranfahren, Gasse frei für die Polizei und für die Rettungs- und Bergungsfahrzeuge. Dann geht es für alle schneller weiter. An der Grenze den Beamten die Reisepapiere entgegenhalten. Schnellere Abfertigung, kürzere Wartezeiten. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren.
US-Präsident Reagan hat sich für den Bau der umstrittenen Neutronenwaffe entschieden. Sie soll, wie sein Sprecher vergangene Nacht in Santa Barbara bekannt gab, zunächst nur in den Vereinigten Staaten gelagert werden. Eine Stationierung der Strahlenwaffe in den europäischen NATO-Ländern sei vorerst nicht geplant. Mit dieser Entscheidung machte Reagan eine Anordnung seines Vorgängers Carter von 1978 rückgängig. Dieser hatte aufgrund der Proteste vor allem europäischer Verbündeter lediglich den Bau von Teilen der Neutronenwaffe genehmigt, nicht aber die Montage. Die Neutronenwaffe tötet Menschen und alles andere Leben durch Strahlung. Häuser und Kriegsmaterial bleiben unbeschädigt. Die Militärs wollen sie vor allem gegen Panzerverbände einsetzen. Im Umkreis von etwa einem halben Kilometer um die Explosionsstelle sind Soldaten sofort kampfunfähig und spätestens nach 24 Stunden tot. In größerer Entfernung dauert das Sterben mehrere Tage. Bei herkömmlichen Atombomben werden Menschen und Material in einem Umkreis von 10 Kilometern vernichtet. Die Gegend ist strahlenverseucht. Nach der Explosion der Neutronenwaffe kann das Zielgebiet schon nach einem halben Tag wieder betreten werden. Gerade wegen der begrenzbaren Wirkung der neuen Superwaffe, so befürchten ihre Gegner, wäre durch die Produktion der Neutronenwaffe der Atomkrieg wahrscheinlicher. In einer ersten Stellungnahme auf die Entscheidung Reagans warf die Moskauer Nachrichtenagentur TASS dem amerikanischen Präsidenten vor, eine neue Runde des atomaren Wettrüstens und einen äußerst gefährlichen Schritt zum Atomkrieg eingeleitet zu haben. Von den europäischen NATO-Partnern reagierten bisher Oslo, Kopenhagen und Bonn. Dabei protestierte die norwegische Regierung formell gegen den Beschluss Reagans. Dänemarks Außenminister Olesen bezeichnete die Entscheidung als überraschend, da Washington und Moskau vor neuen Abrüstungsverhandlungen stünden. Regierungssprecher Rühl erklärte, die Bundesregierung sei vorerst nicht konsultiert, sondern nur über den Beschluss unterrichtet worden. Die US-Regierung hat heute jegliche Verhandlungen mit der amerikanischen Fluglotsengewerkschaft kategorisch abgelehnt. Mit dieser Erklärung reagierte Verkehrsminister Lewis auf eine entsprechende Anregung des Gewerkschaftschefs Poli. Dieser hatte gestern neue Gespräche angeregt und erklärt, es sei an der Zeit, über eine Beendigung des Ausstandes zu verhandeln, weil weder die Gewerkschaft noch die Regierung einen klaren Sieg in dem Konflikt erringen könnten. Protestdemonstrationen gegen die Massenentlassungen amerikanischer Fluglotsen und die Verhaftung einiger Streikführer. Mehrere hundert Angehörige der seit Montag Streikenden zogen heute vor das Gefängnis von Kansas City. Inzwischen haben Flugleitervereinigungen aus 5 Ländern aus Sicherheits- und Solidaritätsgründen die Abfertigung von USA-Flügen boykottiert. Mehr als 6.000 der 13.000 Streikenden wurden bisher von der amerikanischen Regierung entlassen. Mit gespannten Erwartungen sehen die Polen den für Anfang der Woche angesetzten Beratungen der Führungsgremien von Partei und Gewerkschaft Solidarität entgegen, bei denen die Chancen für eine Beilegung der Krise ausgelotet werden sollen. Der Landesausschuss von Solidarität tritt morgen in Danzig zusammen. Einen Tag später befasst sich das Zentralkomitee der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei mit der jüngsten Entwicklung nach Abbruch der Verhandlungen zur Bewältigung der Versorgungskrise. Unterdessen hat die Regierung in Warschau dem Führer von Solidarität Wałęsa angeboten, mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Rakowski im Fernsehen über die Lage der Nation zu debattieren. Da als Termin jedoch der morgige Montag vorgeschlagen wurde, kann Wałęsa wegen der Konferenz in Danzig diese Chance wohl nicht wahrnehmen. Der Konflikt zwischen der britischen Regierung und den hungerstreikenden IRA-Häftlingen im Belfaster Mace-Gefängnis hat zu einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen Dublin und London geführt. Der stellvertretende irische Ministerpräsident O'Leary bezeichnete die Haltung von Premierministerin Thatcher heute als verstockt und unnachgiebig. Ohne Frau Thatcher, so O'Leary, wäre das Problem